ist Tag 4 ohne Pavis, 3. Woche in Folge. Mein Geduldsfaden wird immer dünner. Bei dir will ich mein Herz verstauen. Ich bin Laura. Ich bin Pavis. Und das ist Said Amaru oder auch Minimensch. Ich mag es bei dir anzukommen. Ja, jetzt sind 6 Wochen vergangen und es hat sich enorm viel getan. Er kann sitzen, er krabbelt auf jeden Fall jetzt schon. Es beschäftigt sich auch mit viel mehr Dingen, auch die Feinmotorik von den Händen her. Wir gehen jetzt mal unsere Parzelle gucken. Das ist so ein kleines eingezäuntes Gebiet hier auf der Gemeinschaftswiese. Das gibt es seit letztem Jahr und wurde auch von der Wohnbaugenossenschaft kostenlos zur Verfügung gestellt. Das haben meine Eltern und ich gemacht. Genau, weil alles, was so rund um Pflanzen stattfindet, ist meine Mama die erste Ansprechpartnerin mit ihrem grünen Daumen, habe ich alles von ihr gelernt. Und mein Papa ist dann sehr akkurat, was sowas angeht, mit den Steinlegen und so. Das muss alles dann ordentlich gemacht werden. Ja, ich weiß nicht, wo du warst. Entweder er war dann mit ihm unterwegs in der Zeit, mit Minimensch. Ich war mit ihm unterwegs, falls du es vergessen haben solltest. Ja, aber teilweise warst du auch gar nicht da, wo wir hier noch was gemacht haben. Aber genau, also es ist schon hauptsächlich meine Arbeit hier gewesen oder auch meine, sag ich mal, ja, also ich habe die Sachen besorgt und so. Er gießt dafür, schleppt dann mal die Gießkannen abends her. Zack, ganz schöner Klopper. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen einfach, die ich Minimensch gerne mitgeben würde, dass er lernt, dass man auf gut Deutsch gesagt seinen Arsch aufreißen muss, um was zu bekommen und dass sich das auch lohnt, dass sich das auszahlt, wenn man sich anstrengt. Ja. Man erntet, was man sieht. Man erntet, ne? was man sieht, wortwörtlich, ja. Es gab die Zeit der Einsamkeit, doch dann bist du hereingeschneit. Und ja, Simuliere den Gang. Ich tue einfach so, als würde ich weitergehen. Und durch diesen Rhythmus bleibt er im Schlaf. Oh, das gehört noch zu den normalsten Sachen. Der tägliche Clown-Wahnsinn und Alleinunterhalter-Modus ist auf jeden Fall anstrengender. Oder irgendwann. Gerade wenn man so sonntags zum Beispiel entspannt frühstücken will, ne? Und dann wirst du die ganze Zeit machst all so Geräusche, weil er guckt und er sich sonst langweilt. Ja. Also über den Landestrainer von dem Kader bin ich auf Jobs in ganz Deutschland. Letzte Woche war ich jetzt in Bayern, davor die Woche an der Nordsee. Und unterrichte Breakdance im Rahmen meiner Projektwoche und erarbeiten mit den Kindern dann eine Show. Normalerweise wäre Elternzeit angesagt. Also ich bin in Elternzeit und aber es ist eben so gut bezahlt und vom zeitlichen Aufwand relativ gering verglichen mit dem finanziellen, dass ich da nicht Nein sagen konnte. Wenn Pavis unterwegs ist, dann heißt das erstmal, dass wir hier alleine sind, Minimensch und ich. Es ist Tag 4 ohne Pavis, 3. Woche in Folge. Mein Geduldsfaden wird immer dünner.
mit Minimensch auf jeden Fall umzugehen. Je quengeliger wird oder je mehr er an mir hängt und ich nicht den Raum verlassen kann oder irgendetwas machen kann, desto ungeduldiger werde ich mit ihm, was nicht fair ist. Er kann nichts dafür. Aber es ist sehr, sehr anstrengend, seitdem er fremdelt und nur an mir hängt. Ja, ich muss gleich los, einen beruflichen Termin wahrnehmen. Bis ich ihn ins Tuch genommen habe, konnte ich nichts machen, keine Zähne putzen oder sonst was, weil für ihn geht die Welt unter, sobald ich den Raum verlasse. Und jetzt ist es sehr warm und wir schwitzen, glaube ich, beide mit diesem Tuch, aber anders geht es nicht. Die Wohnung versinkt im Chaos, hier und in der Küche sowieso. Dazu komme ich dann vielleicht heute Abend, wenn er schläft. Eigentlich so ein bisschen der Plan war, wenn er in Elternzeit geht, nehme ich meine Tätigkeit fürs Jugendamt wieder auf. So einen Erziehungsbeistand habe ich da für ein Mädchen und eine Jugendliche und so weiter. Das ist kein großer Aufwand, auch zweimal die Woche, ein paar Stunden, aber eigentlich wäre es praktisch gewesen, wenn er da gewesen wäre und auf ihn aufpasst. So müssen es eben meine Eltern machen, wobei das auch im Moment nicht so gut möglich ist oder nicht so lange, wie ich es eigentlich bräuchte am Stück. Diese Dynamik, dass er jetzt so an mir klebt, ich könnte trotzdem nicht abends um 20:15 Uhr in meinen Tanzkurs, weil das ist die Zeit, wo er ins Bett geht und er lässt sich nicht mehr von jemand anderem ins Bett bringen. Ja, Said hat auf jeden Fall eine Riesenentwicklung gemacht und ich bin momentan auch so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ist das diese Arbeit, die ich jetzt in den letzten 2 Wochen gemacht habe, ist gut bezahlt, aber ich zahle einen anderen Preis dafür. Ne? Ich bekomme ihn jetzt weniger mit. Ja, ich bin jetzt hier so zwischen Tür und Angel, kann man quasi sagen. Ich muss jetzt gleich weiter mit dem Zug nach Frankfurt, dann mit dem Auto nach Esslingen auf den nächsten Job für die Woche. Das ist natürlich auch immer ein blödes Gefühl. Gerade angekommen und dann gleich schon wieder weg. Aber es ist nur vorübergehend und ja. Ich hoffe, es wird genauso schön wie die letzten Wochen. Ich hoffe, bei euch bleibt es ruhig, einigermaßen, jetzt auch wenn deine Eltern weg sind. Meld dich auf jeden Fall, ich melde mich auch, sobald ich da bin und danke. Wir kommen schon klar. Ich versuche, die Situation anzunehmen und das Beste draus zu machen. So, mich eben auch aktiv mit ihm zu beschäftigen oder seinen Entwicklungen. Also das ist so ein bisschen mein Anspruch auch, dass ich das nicht nur nebenbei mache. Es geht schon darum, den Tag möglichst gut zu strukturieren, dass wir beide gut durchkommen. Das heißt, er muss ausreichend Ruhe und Schlaf bekommen zwischendurch, weil sonst quält er sich durch den ganzen Tag und wird quengelig. Das ist sehr anstrengend, aber wenn er schläft, kann ich dann auch etwas im Haushalt machen oder für mich in der Zeit und er ist danach dann wieder fit und ausgeruht und wir können zusammen spielen oder unterwegs sein. Ja, also das Lastenrad ermöglicht mir mit ihm unterwegs zu sein, unabhängig von einem Auto. Für so kleinere Strecken in der Stadt oder zu meinen Eltern ist das Lastenrad eben perfekt und an der frischen Luft
geht es uns auch immer gut oder er schläft meiner Meinung nach auch besser. Und ich habe ihn im Blick, so wie das aufgebaut ist, das Lastenrad, habe ich immer ein gutes Gefühl. Käme es komisch vor, wenn er hinter mir wäre und ich könnte ihn nicht sehen. Mit einem Lastenrad unterwegs zu sein, bedeutet unabhängig zu sein, immer an der frischen Luft. Entweder er guckt raus oder hat ein Spielzeug in der Hand oder er schläft dann auch relativ bald ein. Ich fühle, wie hier mein Herz gedeiht. Letztes Mal, als wir bei der Kinderärztin waren, da ist der Begriff des High-Need-Babys gefallen. Ein auffälliger Punkt eben bei ihm ist ja, dass er sehr aktiv ist, motorisch unruhig oft, zum Beispiel beim Stillen, nicht stillhalten kann. Aber ist ja anscheinend ein menschliches Bedürfnis, irgendwo ein Etikett oder eine Schublade reinzustecken. Sollen wir mal gucken, wo es hier lang geht? Wir haben so ein bisschen Erinnerungsurlaub gemacht von Basti und seiner Familie, sind an den Lago Maggiore gefahren und hatten uns da eine kleine Ferienwohnung gemietet und haben 10 Tage La Dolce Vita genossen. Wir haben festgestellt, dass Urlaub mit Kind nicht Urlaub ohne Kind ist. Also das wurde relativ schnell klar. Weil seine Uhr tickt auch im Urlaub so wie hier zu Hause. Und da ist dann morgens um 6:30 spätestens aufstehen und Bespaßungsprogramm angesagt. Ja. Wir hatten eine Ferienwohnung. Die war jetzt nicht kindersicher. Also klar, da waren Steckdosen und du musst dann auch gucken, ne? Wenn er hat ein Faible für Steckdosen, also er geht dann gerne in die Richtung. Und da mussten jedes Mal wegschnappen. Wir haben natürlich unsere Handys irgendwo geladen, da waren da die Kabel und da hat er natürlich auch gerne rumgespielt. Ja, das sind halt einfach so Sachen, da muss man immer ein Auge haben. Schränke getestet, ob er auf und zu geht und mal ausgeräumt, was da für Kochutensilien drin sind. Ja, das sind halt die Sachen, davon erholt man sich dann, sage ich mal, wenn er dann im Bett ist und mal einen Mittagsschlaf macht oder eben auch schläft. Gewitter im Anmarsch und wir auf dem Abmarsch. Es gab die Spannung eher im Vorfeld, also so das Thema Sachen packen, was nehmen wir überhaupt alles mit, wer kümmert sich um was, haben wir genug Feuchttücher, haben wir sein Essen, haben wir Spielzeug, also Kleidung. Ich meine, für uns ist es ja egal, ob wir ein T-Shirt mehr oder weniger mitnehmen, aber für ihn ist es natürlich schon, also mit Gefühl zieht man den ja trotzdem am Tag 2-mal um. Genau, also das war schon so ein bisschen aufwendiger und dann natürlich stressiger, weil wir auch beide noch gearbeitet haben in der Woche davor. Dazu kam, dass Max dann auch noch mal krank geworden ist, kurz vor Urlaub. Er hat sich dann in der Kita leider mit Hand und Fuß angesteckt. Das heißt, der war den Donnerstag oder Freitag ist er dann zu Hause geblieben. Da war dann auch unklar, ob wir überhaupt fahren können. Das heißt, ich war 2-mal beim Bereitschaftsdienst, weil natürlich Freitagnachmittag kein Kinderarzt mehr da ist. War jetzt auch nicht so, dass die Fetzen geflogen sind, aber wir waren halt beide gestresst. Also das hat man wirklich schon gemerkt. Wir sagen Tschüss, Wasserfall. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Ich bin so der Typ, ich brauche da diese klaren Strukturen und das muss für mich, ich muss wissen, was ich zu tun habe und wann. Und ich bin auch der Typ, ich mache es lieber sofort und ruhe mich abends aus. Und Basti ist eher der Typ, er ruht sich jetzt aus und macht es dann später. Und das sind dann natürlich 2 gegensätzliche Bewegungen, wo ich dann immer sage, komm, lass uns das jetzt machen. Und dann du mal mit deinen Hummeln im Po und muss das denn jetzt sein? Und ich so, ja, komm, lass uns das jetzt durchziehen, weil dann können wir auf der Couch sitzen abends und noch mal runterkommen.